Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute gibt es eine neue Review auf meinem Kanal zu diesem Rucksack hier, dem Elementum 45 Liter Rucksack von Lightway. Das ist ein frameless Rucksack, also ein rahmenloser Rucksack, ist besonders ultraleicht und was ich von dem Rucksack so halte, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ich habe den Rucksack auf diversen Trips getestet, bei Wind und Wetter und Regen und Schnee und Eis und kann deshalb ganz gut einschätzen, was der Rucksack so kann. So, ich habe gerade in dem Rucksack ungefähr 10 Kilogramm, vielleicht sogar 11 mit Wasser und Essen. Und dafür ist er auch ungefähr ausgelegt. Ich glaube, der ist für maximal 12 Kilogramm ausgelegt. Und das Besondere an diesem Rucksack ist, das ist ein frameless Pack. Also er hat hier hinten kein Rückenpolster, keine Aluminiumstreben, wie es vielleicht bei anderen Rucksäcken eher der Fall ist. Ich habe hier hinten ein Sitzkissen. Das sorgt dafür, dass es relativ gerade am Rücken ist. Man sieht auch, das funktioniert relativ gut. Das war jetzt auch das erste Mal für mich, dass ich ein frameless Pack mit so einem Gewicht teste. Und ich bin bis jetzt sogar sehr überrascht. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken. Außerdem hat der Rucksack hier an der Seite noch zwei kleine Taschen. Hier natürlich, was mir besonders wichtig ist, was wirklich so viele Rucksackhersteller leider verkacken, hat er zwei Flaschen. Zwei ordentliche Flaschentaschen, wo ihr wirklich 1,5 Liter Flaschen reinmachen könnt. Außerdem hat der Rucksack auch an den Gurten zwei kleine Fächer. Die kleinen Taschen könnt ihr verwenden, um Kameraequipment, das Handy, Snacks oder auch eine kleine Flasche zu verstauen. Der Rucksack besitzt außerdem einen relativ guten Brustgurt von Wuxi, der auch eine kleine Pfeife beinhaltet. Der Elementum Pack hat natürlich auch ein paar Brustflossen, die erfüllen ihren Zweck, sind relativ minimalistisch und lightweight, so wie der ganze Rucksack insgesamt. Besonders positiv fällt mir hier auf, dass man die Brustflossen zur Mitte hin zuzieht, also nach vorne zuzieht und nicht wie bei anderen Herstellern nach hinten. Im hinteren Bereich hat der Rucksack auch eine weitere Tasche und viele verschiedene kleine dünne Gurte, womit ihr dann extra noch Sachen befestigen könnt, beispielsweise ein Zelt oder ja, eine Isomatte oder ähnliches, wenn das Wetter gut ist. Und ich habe da zum Beispiel immer mein Kameraequipment drin, mein Stativ und ähnliches. Und ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch. Da könnt ihr auch Snacks und Flaschen verstauen, sodass ihr den Rucksack nicht jedes Mal aufmachen müsst, um da ranzukommen. Hier in dieser Auflistung von Lightway seht ihr ganz schön, wie sich das Volumen auf den Rucksack verteilt. Der Rucksack kann ungefähr bis zu 12 Kilo tragen und es gibt ihn in ungefähr 3 verschiedenen Größen. Ich habe den in Größe M, das ist so ungefähr für Leute bis 1,85 und mir persönlich passt der ziemlich gut. Abhängig von der Größe variiert das Gewicht natürlich ein bisschen, aber in Größe M wiegt er ungefähr 600 Gramm mit allem drum und dran. Hier sind jetzt nochmal alle Features des Rucksacks aufgezählt, nur für den Fall, dass ich vergessen habe, sie zu nennen, weil ich sie bis jetzt noch nicht genutzt habe. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, steht auf der Website von Lightway. Dadurch, dass der Rucksack kein Gestell und einen Rolltop hat, kann man die Größe des Rucksacks variabel einstellen. Hier seht ihr einmal die Ladung des Rucksacks bei mir persönlich für einen Overnighter eine Nacht mit Kochgeschirr und einem Zelt und Schlafsack bei ungefähr 0 Grad. So sieht der Rucksack komplett voll beladen aus. Man sieht, er geht sehr, sehr hoch über den Kopf hinaus. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, da dadurch der Schwerpunkt beim Wandern zu weit oben liegt. Ich habe den Rucksack aus dem X-Pack Material gewählt, das ist zwar etwas schwerer, aber dafür robuster und der Rucksack ist regendicht bzw. fast wasserdicht bis auf die Nähte. Ja, wir sind jetzt ungefähr 2 bis 3 Stunden durch den Regen gelaufen, also mittelstarker Regen und ich habe gerade mal geguckt und der Rucksack war von innen tatsächlich noch relativ trocken. Man sieht es draußen, da sieht er schon etwas nass aus. Aber von innen war er relativ trocken noch, also ich habe da jetzt auch keine Sachen drin, die nass werden dürfen, aber der Stoff ist natürlich sehr, sehr wasserabweisend, nur die Nähte sind halt nicht abgedichtet bei dem Rucksack. Hier sieht man einmal den Rollverschluss vom Elementum Pack. Der hat zwei Verschlüsse. Einmal hat man hier oben einen, den man von hinten so rüber machen kann und dann einfach diesen normalen Rollverschluss, den man von vielen Rucksäcken kennt. Und das Coole daran ist, dass ihr extrem viel Volumen haben könnt, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt ihn auch einfach als Tageswanderrucksack nehmen und den relativ eng zusammenrollen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Außerdem hat er hier vorne nochmal eine Tasche für Sachen, die ihr außen lagern wollt. Die könnt ihr auch mit diesen kleinen Gummis hier festziehen. Und dann habt ihr einmal den Innenbereich, der auch relativ groß ist. Der ist zwar relativ eng und schmal, allerdings geht er dadurch sehr, sehr hoch. Und ja, wie man sehen kann, ich habe den jetzt hier sehr, sehr lange im Regen getestet. Wie gesagt, 3 Stunden durch mittelstarken Regen. Und alles hier drin ist noch ziemlich trocken. Nur die Nähte hier, wie man sieht, sind nicht versiegelt, also nicht seam sealed. Deshalb könnte im schlimmsten Fall in den Nähten etwas Feuchtigkeit durchkommen, aber das Obermaterial, der Stoff hier, sollte eigentlich wasserdicht sein. Ich finde diesen Rollansatz sehr, sehr, sehr gut, weil dadurch ist der Rucksack nicht nur als Trekking- und Wanderrucksack geeignet, sondern auch für viele kleinere Abenteuer oder kleinere Ausflüge, so wie man es hier jetzt in dem Beispiel sieht. Aber auch fürs Flugzeug kann ich mir den Rucksack sehr, sehr gut vorstellen. Dadurch, dass der Rucksack frameless ist, habt ihr beim Zoll oder beim Flug keine Probleme, den Rucksack klein genug zu verstauen.
und könnt den einfach als Handgepäck mitnehmen, was besonders praktisch ist. Oder wenn ihr, wie gesagt, kleinere Ausflüge macht, dann könnt ihr den Rucksack einfach als Tagesrucksack nehmen. Hier, wie man in dem Beispiel gut sehen kann. Hier seht ihr noch einmal das Sitzkissen, was ich mir in den Rückenbereich lege, damit mir nichts am Rücken drückt. Außerdem sieht man hier ganz schön, wie viel in diesen Rucksack eigentlich reinpasst. Das ist auf jeden Fall jede Menge und für 1 bis 2 bis 3 Nächte, zum Beispiel im Winter, auch auf jeden Fall ausreichend und im Sommer solltet ihr damit auf jeden Fall auch klarkommen, für mehrere Tage. Um zu meinem Fazit zu kommen, ich finde den Rucksack richtig, richtig gut. Also wer ultralight unterwegs sein möchte und auf Frameless-Rucksäcke steht, für den ist es auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Die Qualität ist wie immer bei Lightway wunderbar. Der Preis ist meiner Meinung nach auch mehr als gerechtfertigt. Mit 250 Euro ist es auf jeden Fall nicht schlecht bemessen für diese Qualität und das Material, was man da erhält. Außerdem gefällt es mir sehr, sehr gut, wie flexibel dieser Rucksack einsetzbar ist. Und ich sehe ihn nicht nur auf Trekkingtouren, sondern auch auf Wanderungen und Tagesausflügen und anderen kleinen Urlaubsreisen. Ich hoffe, dieses kleine Review-Video hat euch geholfen und ihr habt alle Infos bekommen, die ihr braucht. Wenn nicht, dann schreibt einfach einen Kommentar oder guckt bei Lightway vorbei. Die Links sind in der Infobox und in den Kommentaren. Und ich würde sagen, das war's mit der Review und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.